Es wird mal wieder Zeit für einen Helikopterflug. Wir sehen uns einen kostenpflichtigen Zusatzinhalt für Xbox und PC von Cohen Simulations an. Außerdem gibt es ein paar Tipps und Tricks zur Steuerung von Helikoptern allgemein. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Der Helikopter CS206B3 von Cohen Simulation. Da der Inhalt schon etwas länger am Marktplatz verfügbar ist, haben wir hier über 260 Bewertungen, 4,3 von 5 Sternen sprechen für sich. Gerade wenn man auf Konsole, also auf Xbox unterwegs ist, muss man, was Helikopter angeht, ein bisschen suchen am Marktplatz. Nach wie vor vermisst man hier leider Entwickler wie zum Beispiel die High Performance Group, aber mit Cohen Simulations hat man ein Entwicklerteam, das auch ordentlich abliefert. Die Beschreibungen entsprechen dem, was man dann auch wirklich bekommt, und auf der Homepage des Entwicklers gibt es auch Handbücher, die man als Xbox-User downloaden kann. Nach der Installation belegt der Inhalt in der Version 1.0.3 knapp 650 MB und ein Blick in die weiteren Infos zeigt, dass man auch regelmäßig mit Updates versorgt wird. Der 206B3 bringt im Paket mit sage und schreibe 75 Lackierungen. Damit ihr einen Überblick über diese bekommt, scrolle ich hier einmal komplett nach unten. Wer sich das Ganze in Ruhe angucken möchte, kann das Video gerne zwischendurch pausieren. In diesem Video habe ich mich für die Lackierung mit der Registrierung D-HAMM entschieden. Die Maschine ist unter anderem im Gebiet rund um Braunschweig unterwegs, weshalb wir hier vom EDVE in Braunschweig starten. Alle Aufnahmen stammen von Xbox Series X. Im weiteren Verlauf werfen wir nun einen Blick auf die Außenhaut, auf die Texturen und so weiter. Dann gehen wir in den Innenbereich rein. Wir werden den Helikopter aus dem Cold and Dark heraus hier vom Platz weg starten. Kurz bevor wir dann abheben, also sobald die Maschine läuft, gehe ich dann auf ein paar Einstellungs- und Steuerungsoptionen ein. Ich habe da nochmal ein bisschen was verändert und optimiert, und seit ich das auf diese Art und Weise steuere, wurde das ganze Thema Helikopter für mich einfach nochmal ein bisschen zugänglicher im Microsoft Flight Simulator. Was für den einen oder anderen sicherlich wichtig ist, das Ganze lässt sich nicht nur auf Flightstick und Pedalerie wie im Vorspann gesehen umsetzen, sondern eben auch am Controller anwenden. Habe ich eigentlich den Preis schon erwähnt? Ich glaube nicht. Bei 32,99 € liegt dieser kostenpflichtige Zusatzinhalt am InSim-Marktplatz für Xbox und PC. Kleiner Tipp, ich habe es so gemacht, ich habe auf einen Sale gewartet, das Ganze auf die Wunschliste gepackt und irgendwann mal bei einer 50% Aktion zugeschlagen. Wer hier ein bisschen Geduld mitbringt, der nächste Sale kommt bestimmt. Und ihr seht schon, also wie erwähnt, Cohen Simulation liefert hier ordentlich ab. Für mich gehen die Texturen völlig in Ordnung, auch von außen, und im Paket der Liveries, also der Lackierungen, zum Beispiel mit insgesamt 75 Stück, das sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. Ihr wisst ja, auf Konsole ist man immer darauf angewiesen, was am InSim-Marktplatz verfügbar ist. Auf Drittanbieter-Inhalte über externe Seiten, wie es am PC funktioniert, kann man auf Konsole leider nicht zurückgreifen. Und das Cohen Simulations seine gesamten 75 Lackierungen hier mit ins Grundpaket packt und nicht in irgendwelchen 5 € Zusatzinhalten am Marktplatz versteckt, wie es andere Entwickler teilweise ganz klar machen. Auch das möchte ich hier einmal ganz deutlich hervorheben. Vielen Dank an den Entwickler an dieser Stelle. Ganz nebenbei haben wir jetzt hier einmal alle Türen geöffnet. Auf der Pilotenseite, also auf der rechten Seite, wenn man im Helikopter sitzt, geht das Fenster zum Beispiel auch auf. Die Headsets, die hier in der Mitte hängen, könnt ihr optisch deaktivieren. Und über das Menü Gewicht und Gleichgewicht könnt ihr zusätzliche Dinge am Helikopter montieren oder im Helikopter platzieren. Zum Beispiel hätten wir hier jetzt einen Co-Piloten, wir können aber auch Passagiere in den hinteren Bereich des Helikopters setzen. Aktiv darauf zugreifen könnt ihr über die Einstellung, indem ihr einfach das Gewicht entsprechend eingebt. Was sich nur auf das Gesamtgewicht auswirkt, optisch aber nicht dargestellt wird, ist das Gepäck.
Was allerdings wiederum auch optisch zu sehen ist, ist das sogenannte Spray Kit. Eine Funktion, also dass man hier jetzt zum Beispiel landwirtschaftlich aktiv werden könnte oder dergleichen, gibt es hier allerdings nicht. Was mir beim Herumspielen mit diesen Einstellungen aufgefallen ist, das Searchlight, was über dem Spray-Kit liegt hier in der Liste, taucht aktuell nur dann auf, wenn ihr das Spray-Kit entsprechend aktiviert. Hier scheint es noch einen kleinen Bug zu geben, denn das Searchlight einzeln kann man nicht aktivieren. Zumindest habe ich das nicht geschafft. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls das bei euch irgendwie funktioniert. Ich nehme hier gerne Tipps entgegen. Fand ich jetzt tatsächlich ein bisschen schade, denn das Searchlight kann man tatsächlich aktiv nutzen, dann später im Flug und einen Lichtkegel auf den Boden projizieren. An und für sich eine coole Sache und vorausgesetzt, ich war jetzt hier nicht zu doof, das entsprechend einzustellen, kommt sicherlich ein kürzeren Patch dazu. Des Weiteren haben wir hier die sogenannte Cineflex-Kamera. Auch diese kann man einzeln hinzuschalten oder eben entfernen. Außerdem haben wir hier noch die Floats, die sich tatsächlich auch aufblasen, sobald man im Wasser landet. Auch diese kann man entfernen oder eben optisch darstellen. Die Wire Cutters kann man ebenfalls darstellen oder entfernen. Und auch die Skid Steps lassen sich entfernen oder entsprechend platzieren. Und ja, auch diesen kleinen Skid Mirror, also diesen Spiegel, kann man darstellen, indem man hier das Gewicht eingibt. Tatsächlich erkennen kann man darin allerdings nichts. Was auch funktioniert, ist, dass man tatsächlich alle Türen entfernen kann. Bevor wir die Maschine jetzt aus dem Cold and Dark heraus starten, noch ein Hinweis zur Kamera. Hier die Zoom-Stufe einzustellen, kann, was die Optik angeht, tatsächlich immer noch einen Mehrwert bringen. In meinem Fall stelle ich das Ganze jetzt hier mal auf Zoom-Stufe 50. Die Headsets können wir, wie erwähnt, ja entsprechend entfernen, also optisch entfernen. Das machen wir jetzt hier mal, damit wir ein bisschen den Überblick haben. Es gibt einen ganz wichtigen Knopf hier im Cockpit und zwar die Deaktivierung des Warnsignals. Sobald wir jetzt hier nämlich die Batterie aktivieren, geht dieses Warnsignal los und dieser kleine Knopf ist eben hier, um die Hupe stumm zu schalten. Und genau damit geht's jetzt los. Also ihr habt's gehört, das kann schon ganz schön nerven und wenn man diesen Knopf nicht kennt oder nicht weiß, wo der zu finden ist, dann kann das schon mal schwierig sein am Anfang. Als nächstes prüfen wir hier auf der rechten Seite die Lichtmaschine bzw. den Generator. Dieser Hebel muss nach oben stehen, also auf Start. Als nächstes werfen wir hier in der Mitte einen Blick auf den Throttle, denn dieser muss, also dieser Drehhebel muss in der Nullstellung sein. Und der kleine Knopf davor, dieser kleine schwarze Knopf, auf dem Idle steht, der muss reingedrückt sein. Das testen wir jetzt hier mal an der Stelle. Beides ist der Fall, der Knopf ist reingedrückt und die Throttle-Drehsteuerung ist ganz nach rechts gedreht. Als nächstes aktivieren wir dann die Positionslichter und die Blitzleuchten im Bereich über Kopf und checken direkt mal hier zwei Sicherungen und zwar einmal für Boost und einmal für Fuel. Auch diese müssen reingedrückt sein. Okay, und dann geht's an und für sich schon an den Engine Start. Am großen Hebel in der Mitte finden wir den Starterknopf. In Kombination damit wird jetzt eine Anzeige entscheidend, und zwar die RPM hier in der Mitte. Sobald diese einen Wert von um die 15 anzeigt, muss nämlich der Throttle entsprechend in die Idle-Position gedreht werden. Ich zeige das hier mal ganz kurz, also dieser Drehhebel hier. Den müssen wir entsprechend nach links drehen in die Idle-Position, dann springt hier dieser Knopf heraus und die Engine startet. Und genau das machen wir jetzt.
Hat geklappt, der Knopf ist herausgesprungen, auch der Starter hat sich hier wieder entsprechend gelöst und die RPM dreht hoch. Das machen wir jetzt, bis wir auf den Wert von 70 kommen. Der hier hat auch richtig Spaß. Also ihr hört schon, auch soundtechnisch ist hier einiges geboten. Jetzt justieren wir hier noch ein bisschen nach, sodass wir wirklich auf den Wert von 70 kommen. So, jetzt passt das. Als nächstes stellen wir jetzt hier am Überkopfpanel die Lichtmaschine einmal auf Generator um und schalten das Gyroskop und die Avionik einmal an. Mit dem Throttle können wir jetzt hier einmal auch direkt auf die volle Leistung, also auf 100% gehen. Und jetzt ist hier an und für sich alles soweit vorbereitet für den Start, den Höhenmesser und so weiter. Klar können wir noch entsprechende Einstellungen vornehmen. Der Engine-Start an sich ist aber jetzt hiermit abgeschlossen und wir hören einfach nochmal ein bisschen in den Sound hinein. Okay, bevor wir jetzt hier abheben, noch ein paar Worte zur Steuerung an sich und deren Optionen. Wie angekündigt habe ich da bei mir in der Steuerung noch ein bisschen was optimiert und möchte meine Erfahrungen hier gerne mit euch teilen. Dazu wechseln wir hier im Menü erstmal auf die Steuerungsoptionen. Ihr seht hier bei mir oben den Velocity Flight Stick von Turtle Beach. Damit verbunden sind die dazugehörigen Pedale, die werden hier aber nicht separat aufgezeigt, weil die mit unter dem Flight Stick laufen. Folgende Punkte habe ich bei mir neu hinterlegt. Unter Oberflächenflugsteuerung gibt es 2 Punkte, und zwar die Oberflächentrimmungskontrolle. Hier habe ich 5 Tasten neu zugeordnet. Zum einen bei der seitlichen Rotortrimmung, also dass sich der Helikopter nach links oder rechts neigt. Außerdem in der Rotorlängstrimmung, also dass er die Nase nach vorne senkt oder anhebt. Außerdem habe ich eine Taste zugeordnet, dass die Rotortrimmung zurückgesetzt wird, also alles komplett auf 0 gesetzt wird. Sollten euch diese Optionen nicht angezeigt werden, diese Möglichkeiten, dann ändert bitte hier auf der linken Seite einmal den Filter und gebt an, nicht nur zugewiesene Tasten anzuzeigen, sondern alle, also auch die, die ihr nicht belegt habt, damit sie euch angezeigt werden. In der Praxis hat sich das Ganze nun wie folgt ausgewirkt. Die Zurücksetzen-Taste befindet sich in meiner Konfiguration jetzt hier am Flightstick oben. Die 4 weiteren Tasten hier auf der rechten Seite. Wenn sich der Helikopter, so wie in diesem Beispiel hier gezeigt, in einer Schwebeposition befindet, kann ich nun durch einfaches Drücken der zugewiesenen Tasten die Trimmung entsprechend verändern. Gerade dann, wenn man irgendwo sich im Landeanflug befindet und relativ punktgenau landen möchte, lässt sich für mich die Maschine durch diese Konfiguration besser kontrollieren.
Durch einfaches Drücken der jeweiligen Taste lässt sich das Ganze nach links, rechts, vorne und hinten entsprechend trimmen und mit der Rückstelltaste wieder auf 0 setzen. In meinem Beispiel habe ich das Ganze jetzt hier am Flightstick von Turtle Beach entsprechend umgesetzt. Das Ganze lässt sich aber natürlich auch auf Controller-Tasten entsprechend zuweisen. Wie das Ganze funktioniert, also wie ihr auf eurem Controller Tasten zuweist und entsprechend Befehle hinterlegt, genau darüber habe ich ein separates Video erstellt. Zu finden ist dieses auf meinem Kanal, hier unten in der Videobeschreibung oder jetzt auch rechts oben über diesen Link. Aber das Ganze geht noch weiter, denn auch die Heckrotorachse, die dann über die Pedalerie in meinem Fall gesteuert wird, ist entsprechend zuweisbar. Im Bereich der Oberflächen, also der Flugsteuerung, gibt es nämlich auch die primäre Oberflächenflugsteuerung und dort ist die Heckrotorachse versteckt. In meinem Fall ist das dann die Joystick-L-Achse, die man hier über Plus und Minus entsprechend zuordnen kann. Hier würde ich empfehlen, auf Eingabe auswählen zu gehen und hier dann ganz weit nach unten zu scrollen, denn dort ist dieser Eingabebefehl dann zu finden. Und jetzt müsst ihr selbstverständlich auf dieser Achse auch beide Werte vergeben, also Plus wie auch Minus. Bedeutet, ihr habt unter der Heckrotorachse ja zwei Möglichkeiten der Eingabe. Auf die eine Seite kommt Plus, auf die andere Seite Minus. Sobald ihr etwas zugeordnet habt, geht ihr hier auf Validieren. Ich gehe jetzt hier auf Abbrechen, denn das ist ja bei mir schon hinterlegt. Und unten müsst ihr dann hier einmal noch abspeichern. Das ist auch ganz wichtig. Und wenn ihr nun in die Pedale steigt, dann reagiert das Ganze auch entsprechend und stellt sich auch wieder zurück, wenn ihr das Pedal verlasst. Und das in beiden Richtungen. Sofern ihr Pedale verwendet und hier keine Achse, sondern nur einen Druckpunkt hinterlegt, bleibt im Helikopter das Pedal gedrückt. Insofern ihr mit Controller unterwegs seid, ist die Heckrotorachse bereits richtig hinterlegt mit dem rechten und linken Trigger am Controller. Falls euch die Eingabemöglichkeiten über die Velocity Flightstick Familie, also sprich über die Pedale, über den Flightstick oder auch den Flight, also das Yoke an sich von Turtle Beach interessieren, auch hierüber gibt es auf meinem Kanal entsprechende Vorstellungsvideos. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung oder hier jetzt rechts oben. Abschließend würde ich euch zum Thema Steuerung noch empfehlen, ein eigenes Profil anzulegen, sobald ihr an der Steuerung etwas verändert, so dass ihr bequem zwischen den Profilen, also zwischen der veränderten Steuerung und der Standardsteuerung hin und her schalten könnt. Wir befinden uns jetzt hier mit unserem 206B3 im Schwebeflug und jetzt geht es ein Stück über Braunschweig hinweg. Damit ihr auch einen Eindruck des Flugsounds gewinnen könnt, halte ich mich mit dem Kommentar ein bisschen zurück und klinke mich nur von Zeit zu Zeit ein. Wir fliegen jetzt ein Stück und werden dann auf einer entsprechenden Fläche landen.
Der ein oder andere hat den Sportplatz hier vorne eventuell schon wahrgenommen. Das wird unser Landeplatz. Wir gehen in den Landeanflug. Wer hier jetzt einen Blick auf die Pedale im Helikopter wirft, der kann genau erkennen, wann ich in meine Pedale steige, um das Fluggerät entsprechend auf Kurs zu bringen und auszurichten. Und dann sind wir hier gut angekommen und gelandet. Was ich auch gut finde, sind tatsächlich diese Staubaufwirbelungen. Das trägt doch sehr auch zum Realismus bei Start und Landung. Als nächstes bringen wir jetzt hier mal den Throttle in die Nullposition und lassen das Ganze ein bisschen austrudeln. Ja, die Hupe geht dann auch wieder an, aber die können wir wieder deaktivieren. Im weiteren Verlauf würden wir dann ab einer bestimmten Drehzahl die Rotorbremse, die sich über Kopf befindet, ziehen, um den Rotor komplett anzuhalten und die Maschine abzustellen. Der Helikopterflug an sich ist anspruchsvoll, aber macht mega Spaß, wie ich finde. Und ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video hier über den kostenpflichtigen Zusatzinhalt von Cohen Simulation, dem CS206B3, einen guten ersten Eindruck vermitteln. Sollten Fragen offen bleiben oder ihr Ergänzungen zum Gezeigten haben, dann nutzt bitte sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Wenn euch selbiges gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen und, falls noch nicht geschehen, über ein Abo sehr freuen. Vielen Dank vorab dafür. Ich bedanke mich auch ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.